bräuchten 5 Fässer Alt zusätzlich. Ja, normalerweise schon, aber heute schmeißen wir eine Afterwork-Party im No Limits. Perfekt, danke. Tschüss. So, fertig. Wir haben alle Flyer verteilt. Super, vielen Dank. Andi hat erzählt, dass diese Afterwork-Party früher schon immer der Knaller waren. Ja, die waren sehr erfolgreich. Hoffen wir mal, dass wir dran anknüpfen können. Ja, bestimmt. So viele Flyer, wie wir verteilt haben. Wir haben doch bestimmt einen Kaffee verdient, oder? Ihr auch? Gern. Danke, ich muss gleich los. Du, Andi, ich bräuchte nachher auch jemanden für die Theke. Du später gerne, aber jetzt müssen Bella und ich erst mal ein paar Stunden auf Königsbrunn arbeiten. Ja, wir sind schon total im Verzug. Ich kann sonst später aber auch noch helfen. Ach, ich bräuchte eigentlich jemanden für die nächsten 3, 4 Stunden. Ich kann dir helfen. Du, lass mal, das krieg ich alleine hin. Ich dachte, die Sache zwischen uns wäre geklärt. Ja, alles cool? Ja, dann kann ich dir ja helfen. Ja, du, wenn du Zeit hast. Aber ich kann echt jemand anderen fragen. Was? Alles gut. Ich bin in einer halben Stunde wieder da. Bis später. Dann. Später. Hey. Hey? Sag mal, ist das wirklich okay für dich, dass Sascha dir nachher hilft? Klar, wieso nicht? Naja, ich sehe doch, dass du immer noch in ihn verliebt bist. Das hat sich erledigt. Und wie das bitte? Indem ich ihn mir aus dem Kopf geschlagen habe. Okay, naja, ich habe mir auch schon gedacht, wahrscheinlich hast du dich nur in Sascha verliebt, weil du gemerkt hast, dass es bei Christian und dir nicht mehr so gut läuft. Und du wolltest irgendwie den letzten Schritt machen, aber hast nicht gewusst, wie. Warum habe ich mich dann in Sascha verliebt? Das ist doch ganz klar. Du wolltest Christian nicht betrügen und bei Sascha besteht einfach nicht die Gefahr, dass es passiert. Da kann man sich nie so sicher sein. Doch, also Sascha ist der heterosexuellste Mann, den ich kenne, mal von Andi abgesehen. Das habe ich auch gedacht, aber er ist experimentierfreudiger, als du denkst. Echt? Also wenn es irgendwas gibt, was du über Andi weißt, raus damit. Bella, ich rede nicht von Andi, ich rede von Sascha. Okay. Wir hatten letzte Woche Sex. Du und Sascha. Wow. Und dann ist es einfach passiert. Aber Sascha steht doch auf Frauen. Es war ein Experiment für ihn. Gut, aber dass er so experimentierfreudig ist, Jeder Jack ist anders. was meinst du, wird es sich wiederholen oder? Nein, das war eine einmalige Sache für ihn, hat er mir ganz deutlich gesagt. Und jetzt? Jetzt müssen wir halt versuchen, einfach wieder normale Freunde zu sein. Das stelle ich mir aber nicht sehr einfach vor. Da bleibt nichts anderes übrig. Man ist doch ein Idiot, das hätte er sich einfach mal sparen können. Es ist ja nicht so, dass er mich zu irgendwas gezwungen hätte. Nein, aber er hat gewusst, was du für ihn empfindest und dann kann man sich so ein Experiment einfach mal knicken. Komm. Was ist denn jetzt mit dir? Ich meine, wo du gemerkt hast, dass Sascha doch irgendwie offener ist, machst du dir doch bestimmt Hoffnungen, oder? Ja, aber vielleicht hilft das Ganze mir ja auch. Guck mal, ich habe mir so oft vorgestellt, wie es wäre mit Sascha und mir. Jetzt, wo es passiert ist, vielleicht kann ich dann besser damit abschließen. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht habe ich mich wirklich nur in Sascha verliebt, weil ich mich von meinen Eheproblemen drücken wollte. Und jetzt, wo die Ehe im Eimer ist, kann ich vielleicht auch wieder mit Sascha befreundet sein. Das geht aber nicht so von heute auf morgen. Umso wichtiger ist es, dass ich heute mit ihm zusammenarbeite. Ich muss mich jetzt einfach daran gewöhnen, dass wir wieder nur Freunde sind. Und je früher ich damit anfange, umso besser. Du denkst doch an die Kaipis? Ja, da hinten. Danke. Gedanken lesen? Jeder gute Barmann kann das. Kannst du fangen? Ja. Das läuft ja ganz schön geschmeidig mit uns beiden. Ja, Kaipis zubereiten, das ist jetzt auch keine große Kunst. Ja, aber das in dieser Zeit ist schon rekordverdächtig. Leute, einmal zuhören. Es ist Kaipi-Zeit. Olli und ich mixen. Und wenn die Drinks nicht innerhalb von 30 Sekunden vor euch stehen, kriegt ihr sie zum halben Preis. Na? Häschen, bist du jetzt völlig? Ganz ruhig, wir sind ein gutes Team und jetzt wird richtig Kohlegeschäft. Einmal Kaipi, bitte.
Dann drück schon mal auf die Stoppuhr, denn in 25 Sekunden steht der Kaipi vor dir, oder Olli? Ich biete 20. So. Stimmt so. Dankeschön. Ich nehme nur noch eine halbe Flasche Cachaça. Zum Glück habe ich mehr alt bestellt. Jetzt nöll nicht so rum, das war doch ein Riesenerfolg. Ich nöle auch nicht rum. Ich sag nur, dass ich unglaublich schnell bin. Und ich sag, dass ich unheimlich gut bin. Okay, dann sind wir eben beide gut und schnell. Das ist brav. Hey, Kaipi King, kommst du auch mal zu uns? Klar, wenn du Pause machen willst, ich habe hier alles im Griff. Sicher? Klar. Na, wenn du schon so nett fragst. Cheers. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Was gibt's? Muss das sein? Muss was sein? Dein Gebacker während der Arbeitszeit? Du hast gesagt, ich kann Pause machen, du kommst klar. Ja, damit hat das auch nichts zu tun. Womit hat was zu tun? Das macht einen schlechten Eindruck. Was, dass ich mit den Gästen rede? Du hast nicht geredet, du hast diese Tussi total angebaggert. Ah, sie hat mich angebaggert. Ja, dann darfst du dich eben nicht drauf einlassen. Das ist total unprofessionell als Barkeeper. Ich bin kein Barkeeper, du bist Barkeeper. Ich bin nur zur Aushilfe hier. Ja, du bist aber keine große Hilfe, wenn du hier rumgeierst. Im Gegenteil. Oh, Scheiße. Was? Du bist eifersüchtig. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Mann, Olli, du hast gesagt, du kommst klar damit. Ich komme auch klar damit, bild dir mal keinen Schwachsinn ein. Mann, ich kann aus Rücksicht auf dich nicht auf ein Privatleben verzichten. Ja, Sascha, das hat auch keiner verlangt. Doch, du. Und anstatt ehrlich zu sein, schiebst du mir die Schuld in die Schuhe. Du hast ein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich will nur nicht, dass das No Limits unter deinem blöden Rumgemache leidet. Gut, ist vielleicht einfach besser, wenn ich Feierabend mache. Gut. Na? Also ich finde, wir hätten da ruhig mal kurz reinschauen können. Ich bin einfach total erschossen. Was von dem bisschen Arbeit? Jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen. Hey, außerdem willst du ja wohl nicht in deinen Arbeitsklamotten ins No Limits gehen. Wieso? Ist doch eine After-Work-Party. Ja, aber die hängen da nicht in ihren dreckigen Blaumännern rum. Die brezeln sich richtig auf. Hi. Hey, Leute, das ist Mira. Mara. Hi, Mara. na? Seid ihr denn schon fertig mit der Arbeit? Mit Arbeit bin ich durch und mit Olli auch. Wieso, was ist passiert? Keine Ahnung, frage ihn noch selber. Soll ich mal nach ihm sehen? Nein, ich mach das schon, danke. Bis gleich. Wenn du willst, schließe ich nachher ab. Sicher? Falls es noch mal voll werden sollte, kann ich dich ja anrufen und du kommst schnell runter. Dank dir. Hey. Hey, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Echt? Ich wollte eigentlich noch einen mit dir trinken. Sei mir nicht böse, aber ich bin total müde. Ach komm, einer geht noch. Ich bin seit 7 auf den Beinen. Ich bin echt im Eimer. Eine Partie Kicker? Was hast du ausgefressen? Nichts. Du kannst einfach nur gerade nicht nach oben in die Wohnung. Mhm, warum nicht? Sascha ist da gerade mit so einem Mädel aufgekreuzt und du weißt, wie hellhörig es ist. Na super. Kicker? Nee. Schnaps. Yes. So, jetzt müssten die beiden ja langsam mal fertig sein. Tut mir leid. Hey, da seid ihr endlich. Ja, wir haben uns verquatscht. So geht das schon die ganze Zeit.
Aber eins muss man denen lassen, die legen eine ganz schöne Ausdauer an den Tag. Aha. Vorhin kam Sascha in Shorts hier rein und wollte Sprühsahne holen. Ich will nicht wissen, was die damit machen. Ich meine, Sprühsahne ist ja wohl die totale Sauerei, oder? Ja, ist gut, Andi. Was denn? Stimmt doch. So, jetzt reicht's. Vukovic, jetzt halt mal ganz zurück, du musst hier nicht alleine. Alter, spinnst du? Du kannst dich noch nicht einfach in mein Zimmer schleichen. Wenn du hier die ganze Bude zusammenstöhnst, habe ich keine andere Wahl. Mann, es geht Ihnen Scheißdreck an, wen ich abschleppe. Das hier ist eine WG und kein Stundenhotel. Meine Nummer liegt auf dem Schreibtisch. Melde dich. Mach dir nicht so viele Hoffnungen. Sascha ist der König der One-Night-Stands. Alter, spinnst du? Wieso? Stimmt doch. Mann, du bist verletzt, okay, das tut mir leid, aber ich kann's nicht ändern. Das gibt dir aber kein Recht, dich in mein Leben einzumischen. Damit hat das nichts zu tun. Und wie das was damit zu tun hat? Du bist eifersüchtig, deswegen verhältst du dich wie eine betrogene Ehefrau. Aber ich lass mir von dir nichts sagen. Wenn ich will, schleppe ich jede Nacht eine ab. Das wirst du nicht. Olli, jetzt schalt mal wieder einen Gang runter, okay? Sagt wer? Sag ich. Du hast mir nichts zu sagen. Oh doch, ich bin hier nämlich der Hauptmieter, du nur der Untermieter. Willst du mich etwa rausschmeißen? Wow, du hast es kapiert. Also pack deine Sachen und verpiss dich. Das ist gerade nicht dein Ernst. Doch. So, Jungs, kommt mal jetzt runter. Könnt ihr das nicht in Ruhe klären? Olli, bitte.